Hallo zusammen und herzlich willkommen. Kennt ihr das auch? Man sieht Brüche und denkt sich, oh Mann, muss das wirklich so kompliziert sein? Aber keine Sorge, genau dafür sind wir heute hier. Wir nehmen diese ganze Welt der Brüche mal komplett auseinander, von Anfang an, damit am Ende alles glasklar ist. Versprochen. Okay, lasst uns direkt mal eintauchen, und zwar mit einer Frage, die jeder kennt. Stellt euch das mal vor, eine heiße, dampfende Pizza direkt aus dem Ofen und 3 Leute, die mega Hunger haben. Wie stellt ihr jetzt sicher, dass jeder wirklich genau gleich viel abbekommt? Tja, die Antwort ist natürlich ein Bruch. Das ist doch der beste Beweis, dass wir Brüche eigentlich ständig benutzen, um ganz alltägliche Probleme zu lösen. Und genau das ist es im Grunde schon, ein Bruch. Das ist wirklich nichts anderes als eine Zahl, die uns sagt, hey, das ist ein Teil von einem Ganzen. Bei unserer Pizza, da kriegt jeder von euch genau 1/3. Also eines von 3 gleich großen Stücken. Das ist die ganze simple Kernidee. Alles andere baut darauf auf. Klingt doch erstmal ganz einfach, oder? So, hier ist mal unser Fahrplan für die nächsten Minuten. Wir fangen an mit dem Fundament, also den absoluten Grundlagen. Dann packen wir unseren Werkzeugkasten aus, da sind alle wichtigen Tricks drin. Danach schlagen wir eine Brücke, um alles zu verbinden. Und dann geht's ans Eingemachte. Addition, Subtraktion und so weiter. Also ein ganz klarer Weg, Schritt für Schritt. Also, los geht's mit dem Fundament. Denn bevor wir anfangen, mit Brüchen herumzujonglieren, müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, woraus besteht so ein Ding eigentlich? Das ist wirklich der entscheidende erste Schritt. Wenn der sitzt, wird der Rest viel einfacher. Also, jeder Bruch hat genau 2 Teile. Oben und unten. Oben, das ist der Zähler. Der Name sagt es schon, der zählt, wie viele Teile wir gerade haben. Und unten steht der Nenner. Der benennt sozusagen die Sorte der Teile. Also, in wie viele gleich große Stücke wurde das Ganze überhaupt geteilt? Bei unserem Beispiel 1/3 heißt das also, wir haben einen Teil von einem Ganzen, das in 3 Teile geschnitten wurde. Ziemlich logisch eigentlich. Okay, die Grundlagen haben wir im Gepäck. Dann wird's jetzt Zeit, mal unseren Werkzeugkasten aufzumachen. Da schauen wir uns jetzt die wichtigsten Werkzeuge an, also die Techniken, die man braucht, um mit Brüchen wirklich souverän und flexibel umgehen zu können. Und was man da sieht, ist echt interessant. Brüche gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen sozusagen. Da haben wir einmal die echten Brüche, wie 3/4. Da ist der Zähler kleiner als der Nenner, das ist also immer weniger als ein Ganzes. Dann gibt's die unechten Brüche, wie 5/4. Da ist der Zähler größer, das ist also ein Ganzes oder sogar mehr. Und dann noch die gemischten Zahlen wie 1/1/4. Die packen eine ganze Zahl und einen Bruch zusammen. Und jetzt kommt der Clou. 5/4 und 1/1/4, das ist exakt dieselbe Menge. So, und das hier, das ist jetzt ein super wichtiger Punkt. Manchmal muss man das Aussehen von einem Bruch ändern, aber der Wert soll natürlich gleich bleiben. Stellt euch vor, ob ihr jetzt sagt, ich habe eine halbe Pizza oder ich habe 2/4 Pizza, die Menge an Pizza auf eurem Teller ist exakt dieselbe. Und genau dafür gibt es 2 Techniken, das Erweitern und das Kürzen. Kürzen bedeutet im Grunde nur, einen Bruch so einfach wie möglich aufzuschreiben. Nehmen wir mal als Beispiel 6/8. Klingt ein bisschen sperrig, oder? Wir suchen jetzt einfach die größte Zahl, durch die man die 6 mal und die 8 teilen kann. Das ist in dem Fall die 2. Also, rechnen wir 6 geteilt durch 2 ist 3 und 8 geteilt durch 2 ist 4. Das Ergebnis? 3/4. Sieht doch gleich viel schöner aus und ist einfacher im Kopf, oder? So, gehen wir mal einen Schritt weiter. Bauen wir mal eine Brücke. In diesem Teil schauen wir uns an, wie Brüche eigentlich zueinander stehen. Also ganz konkret, wie finden wir raus, welcher von 2 Brüchen größer ist und wie kann man die vielleicht in eine andere Form umwandeln, die wir besser kennen? Eine klassische Frage. Was ist denn jetzt größer? 2/3 oder 3/4? Puh, auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu sagen, oder? Die Stücke sind ja unterschiedlich groß, Drittel und Viertel. Und die Anzahl der Stücke ist auch verschieden. Das macht's schwer. Aber keine Panik, es gibt 2 super einfache Wege, um dieses kleine Rätsel zu knacken. Und hier sehen wir die beiden Lösungen perfekt nebeneinander. Schauen wir uns mal die linke Seite an. Der erste Trick ist, man muss quasi Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Also bringen wir beide Brüche auf den gleichen Nenner, den sogenannten Hauptnenner. Für 3 und 4 ist das die 12. So, aus 2/3 werden dann 8/12 und aus 3/4 werden 9/12. Und jetzt ist es sonnenklar. 9 Stücke sind natürlich mehr als 8 Stücke. Also ist 3/4 der größere Bruch. Und der zweite Weg, den seht ihr ja rechts auf der Folie, ist die Umwandlung in eine Dezimalzahl. Das ist oft sogar noch schneller.
Man tippt einfach in den Taschenrechner Zähler geteilt durch Nenner. Also 2 geteilt durch 3, das ist ungefähr 0,67. Und 3 geteilt durch 4, das ist genau 0,75. Und zack, da sehen wir es wieder. 0,75 ist größer. Problem gelöst. Okay, Leute, anschnallen. Das Fundament steht, die Werkzeuge liegen bereit. Jetzt wird's Zeit für ein bisschen Action. Wir legen los mit den ersten beiden Grundrechenarten. Plus und Minus, also Addition und Subtraktion. Also, fangen wir mit dem einfachsten Fall an. Die Nenner sind schon gleich. Fachleute sagen dazu gleichnamig. Und hier ist das Leben wirklich einfach. Man rechnet nämlich nur die Zähler oben zusammen. 1/5 plus 2/5 sind ganz logisch 3/5. Der Nenner, also die Größe der Stücke, der bleibt einfach so, wie er ist. Den fassen wir gar nicht an. Aber was machen wir, wenn die Nenner verschieden sind? Tja, da kommt uns ein alter Bekannter zu Hilfe. Genau wie vorhin beim Vergleichen müssen wir die Dinger erst auf eine gemeinsame Basis bringen. Also, Schritt 1, gemeinsame Nenner finden, Schritt 2, die Brüche darauf erweitern. Und Schritt 3, die neuen Zähler ganz entspannt addieren oder subtrahieren. Es ist exakt derselbe Trick, den wir schon kennen. Und damit kommen wir zum großen Finale: Multiplikation und Division. Ich weiß, für viele sind das die absoluten Angstgegner. Aber ich verspreche euch was: Wenn man den Trick kennt, sind das vielleicht sogar die einfachsten Rechenarten von allen. Wirklich. Fangen wir mal mit dem Malrechnen an. Und das ist anders als bei Plus und Minus wirklich total unkompliziert. Vergesst den gemeinsamen Nenner, vergesst das Erweitern. Ihr rechnet einfach Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Bumm, fertig. Einfacher geht's nicht, oder? Die Frage hier ist eigentlich, wie oft passt ein Viertel in eine Hälfte? Wenn wir an unsere Pizza denken, können wir es uns vielleicht vorstellen. Aber wie rechnet man das? Das kann auf den ersten Blick verwirrend wirken, aber es gibt einen eleganten Trick. Und hier kommt er, der Held der Bruchdivision, der Kehrwert. Das Wort klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber es ist das einfachste der Welt. Man nimmt den Bruch und dreht ihn einfach einmal um. Zähler und Nenner tauschen die Plätze. Der Kehrwert von einem Viertel ist also 4/1. Das ist schon das ganze Geheimnis. Und so benutzen wir diesen Helden jetzt. Es gibt einen einfachen Merksatz. Statt zu dividieren, multiplizieren wir mit dem Kehrwert. Also, der erste Bruch bleibt, wie er ist. Aus dem Geteiltzeichen machen wir ein Malzeichen. Und den zweiten Bruch, den drehen wir um. Statt 1/2 geteilt durch 1/4 rechnen wir also 1/2 mal 4/1. Das Ergebnis ist 4/2. Und das können wir kürzen zu 2. Und siehe da, es stimmt. In eine halbe Pizza passen genau 2 Viertelstücke. Total logisch. Okay, atmen wir einmal kurz durch und fassen die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Also, Brüche sind einfach nur Teile von einem Ganzen. Zweitens, Ergebnisse am Ende immer schön vereinfachen, also kürzen. Drittens, für Plus und Minus braucht man immer einen gemeinsamen Nenner. Und viertens, beim Teilen, da multiplizieren wir einfach mit dem Kehrwert. Das sind sozusagen die 4 goldenen Regeln der Bruchrechnung. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine kleine Denkaufgabe für euch. Normalerweise, wenn wir multiplizieren, werden die Zahlen ja größer. 2 mal 3 ist 6. Aber hier, wenn wir 1/2 mal 1/2 rechnen, kommt 1/4 raus. Das Ergebnis wird also kleiner. Warum ist das so? Naja, wenn man mal drüber nachdenkt, dann bedeutet mal 1/2 ja eigentlich nichts anderes als die Hälfte von etwas nehmen. Und die Hälfte von einer Hälfte ist nun mal 1/4. Ein ziemlich cooler Gedanke, finde ich. Und wenn ihr den verstanden habt, dann habt ihr die ganze Logik hinter den Brüchen wirklich drauf.